Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr müsst mir heute tatsächlich mal ein bisschen helfen. Ich bin ja etwas alleine gerade und es ist ein eisiger Wind aufgezogen. Ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt und ihr müsstet mir bitte mal Feedback zum Ton geben, was den Lautstärkepegel angeht. Ob das so ist wie immer oder viel zu laut oder viel zu leise. Das wäre mal so die erste Geschichte, mit der ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen könnt. Das wäre wirklich sehr, sehr lieb. Ja, es ist Wind aufgezogen. Also die letzten Tage hatten wir ja auch schon immer teilweise Temperaturen zwischen 0 und 3 oder 4 Grad. Und das war aber alles immer nicht so problematisch, weil wir die letzten Tage natürlich sehr schön windstill hatten. Und jetzt ist aber ein Wind aufgezogen, ja, und bei 3, 4 Grad, da ist der Wind natürlich gleich sofort super eisig, ne? Also insofern, ihr schreibt, Ton passt. Okay, ansonsten können wir das ja noch ein bisschen nachsteuern. Das ist mal wieder ein kleiner Ausprobierstream hier. Teststream sage ich ja schon gar nicht mehr. Muss mal wieder ein paar Sachen testen. Guck mal, Niklas ist auch da. Ja, und Niklas ist auf der Neuland unterwegs und der ist hat gerade hier abgelegt am Bubendeiufer. Niklas müsste eigentlich gleich zurückkommen, wenn er nicht Pause macht. Dann müssten wir Niklas auf der Neuland sehen. Niklas endlich wieder auf einer One-Fähre, so wie wir ihn damals kennengelernt haben, als er das erste Mal bei uns im Stream erschienen ist. Ja, und Andreas Wilhelm hat es auch entdeckt. Das ist auch der Grund, warum ihr mich nicht seht. Ich habe nur eine Kamera. Heute probiere ich nochmal aus, in 4K zu senden. Einfach um zu gucken, ob das auch geht, wenn ich draußen bin. So ein bisschen schauen, ob wir den Datendurchsatz, ob wir das halten können, ob wir das halbwegs ruckelfrei hinbekommen. Also seid etwas gnädig. Es kann sein, dass es hier noch zu ein paar Aussetzern kommt. Aber muss halt alles immer irgendwie getestet werden. Alle auf Twitch, tut mir natürlich für euch leid. Twitch hat noch kein 4K, zumindest bin ich da noch nicht für freigeschaltet. Boah, was für Bilder hier. Also auf Twitch natürlich weiterhin in 1080p. Aber immerhin kommt zu Twitch ein Bild. Letztes Mal hatte ich das noch nicht hinbekommen, dass ich in unterschiedlichen Auflösungen sende. Also 4K zu YouTube und normales Full HD zu Twitch. Das müsste jetzt aber eigentlich ganz gut funktionieren. So, ich muss mal was feintunen. Svenja meint, auf Twitch würde der Chat nicht beachtet. Svenja, das stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch, was du da erzählst. Es kann natürlich sein, dass mal vereinzelt eine Nachricht durchgeht, aber ich versuche beide Chats zu lesen und zu beobachten. Und es ist aber leider so viel, dass einem immer wieder was durch die Lappen geht. Und das hat nichts mit Twitch oder YouTube zu tun, sondern einfach mit der Menge der Nachrichten und damit, dass ich hier alleine bin und in erster Linie auf die Kamera achte. Das ist halt nicht wie jemand, der zu Hause sitzt und da Just Chatting macht und die ganze Zeit auf den Rechner achten kann und dann einfach nur da, sag ich mal, den Chat lesen kann. Also das ist hier vor Ort dann schon so ein bisschen herausfordernder, sage ich mal.
So, da kommt die Neuland mit Niklas an Bord. Tommy fragt, ob das mit den Hörnern klappt. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Ich sag mal so, es könnte klappen. Es könnte. Aber ich muss das mal testen. Also wichtig ist erstmal, dass der Stream hier halbwegs ruckelfrei läuft. Da haben wir die Neuland mit Niklas an Bord. Quasi coming home. Niklas auf der One-Fähre. Und dann haben wir gleich im Zulauf die Potomac Express und die Ever Goods. Das sind die beiden Schiffe, die ich mir heute ausgesucht habe. Lustdorfer, ganz lieben Dank. 20 Schweizer Franken. Mann, oh Mann. Und er schreibt, Ton ist okay, aber gestern ein Zimmer in der Seemannsmission gebucht. Ach Mensch, das ist ja toll. Seemannsmission immer sehr cool. Immer eine tolle Empfehlung. Niklas, eine gute und ruhige Schicht wünschen wir dir. Vielen Dank für deine Unterstützung, Lustdorfer. Ja, jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich die zweite Kamera nicht habe, aber es ist, wie es ist. Ja, in der Tat, die ist relativ leise, die Fähre. Also klar, man hört natürlich die Wassergeräusche, aber man merkt halt schon den neuen Antrieb, dass der nicht ganz so viel Radau macht. Wobei jetzt glaube ich aber auch das Bugstrahlruder nicht so stark im Einsatz war gerade. Aber Wind gibt immer schöne Bugwellen. Potomac Express kommt langsam in Sichtweite. Ever Goods braucht noch einen Moment. Können wir etwas hier auf dem Hamburg Panorama bleiben. Ja, Wind ist ganz anständig. Ich kann das immer unheimlich schwer schätzen, was das für eine Windstärke ist. Also es muss auf jeden Fall unter 6 sein, weil sonst hätten sie die Elbe gesperrt. Ich meine, die Grenze ist bei 6, Windstärke 6. Dann hätten sie die Ever Goods hier wahrscheinlich nicht drauf gelassen. Und Niklas schreibt nochmal, dass er voll elektrisch unterwegs ist. So, einmal den U-Turn anschnallen, aufpassen, dass euch nicht schlecht wird.
Hebel on the table. Und ab geht's mit der Hafen City. Ist seit 5 Monaten dabei und er schreibt, alles in Ordnung, Paddy. Ja, wie gesagt, es ist heute wieder ein bisschen Testerei. Es kann noch hier und da zu einem kleinen Aussetzer kommen. Aber das Gute ist, gestern ist das Ersatzteil gekommen, was letzten Freitag kaputt gegangen ist. Einige von euch haben es ja mitbekommen. Letzten Freitag hatte ich hier etwas Probleme, hatte alles aufgebaut, dann gab es doch keinen Stream, auch in der Mittagszeit. Bei allerbestem Wetter, war sehr, sehr schade und da ist mir tatsächlich eine kleine Platine abgeraucht. Eigentlich wollte ich da auch ein bisschen testen, nochmal in 4K zu senden, hier von der Waterkant. Und gestern ist aber endlich das Ersatzteil gekommen, so dass ich jetzt nochmal hier ein bisschen ausprobieren kann, aber ich habe mir überlegt, ich nenne das nicht mehr Teststream, sondern es ist jetzt einfach ein kleiner Foftiner. Wer sich über die Überschrift wundert, Foftine ist eigentlich die Bezeichnung für eine kurze Pause, also eine 15-minütige Pause. Ich hatte auch in die Videobeschreibung auf YouTube einen kleinen Link gepackt. Beim Hafenmuseum, da gab es ein schönes Bild. Foftine der Scheuerleute. Und das war halt im Hafen auch so üblich, dass die so 15-minütige Päuschen gemacht haben. Also eine kleine Pause ist sagt man auch, Foftine machen. Und dieser Stream ist also ein kleiner Foftiner für alle, die mal 15 Minuten Pause machen wollen. Naja, vielleicht läuft er ein bisschen länger. Kurt Karl, ganz lieben Dank für einen Monat auf der Reeperbahn. Dankeschön. Leider spreche ich kein Plattdeutsch. Überschrift habe ich mal, oder den Streamtitel habe ich mal in Plattdeutsch gemacht, aber ich muss gestehen, ich spreche es leider nicht. Ich finde Plattdeutsch richtig, richtig schön. Ich höre mir das auch total gerne an. Wenn ich konzentriert zuhöre, dann verstehe ich auch so 20-30%. Aber leider spreche ich es nicht und muss da dann auch Übersetzungstools zur Hilfe nehmen. Aber lustigerweise, ChatGPT kann sogar Plattdeutsch. Also ihr könnt in ChatGPT einfach einen Text eingeben und sagen, übersetzen wir den auf Plattdeutsch. Das ist echt super lustig, was da rauskommt. Guck mal, beide Schiffe hintereinander, die Potomac Express und die Ever Goods dahinter. King Kong sagt, Lütten Foftiner gibt es auch als Imbiss im Hafen. Ich meine ja. Ich habe das auch schon mal gehört, zum Lütten Foftiner. Ist aber auch nur Hörensagen. Also war ich noch nie da und kenne den auch nicht. Aber den Namen habe ich durchaus schon mal gehört. Ja, aber da keine großen Aufreger sind, gehe ich mal davon aus, dass der Stream, ich sag mal so, 90% flüssig läuft. Zumindest scheint der Datendurchsatz zu stimmen, weil das ist ja so eine Herausforderung, wenn man dann irgendwo unterwegs ist. Im Büro ist das ja kein Thema mit der Festnetzleitung. Da haben wir irgendwie
über 100 Mbit Upload. Aber wenn man dann draußen unterwegs ist, 4K, ist halt doch ein bisschen was anderes als HD. Martin meint, das wäre eine Kaffeeklappe am CTT. Muss ich mal googeln. Ja, man merkt es aber auch ein bisschen am Bild. Wenn ich zu sehr reinzoome, dann wird das Ganze natürlich auch sehr wackelanfällig. Aber hier haben wir noch einen, der flott unterwegs ist. Ja, die Polizei. Uschi fragt nochmal, wie das Tool heißt, das auf Plattdeutsch übersetzt. Uschi, ich habe das mit ChatGPT einfach gemacht. Also da kannst du irgendwie einen Text eingeben und dann sagst du, übersetze auf Plattdeutsch. Ja, Bernie, Windgeräusche lassen sich heute leider nicht vermeiden. Also ich kann natürlich mal probieren, ob ich das Mikro etwas mehr nach innen mache. Danke dir für den Hinweis. Aber ich fürchte, so richtig kriege ich das auch nicht hin. Ups, gerade an die Kamera gestoßen. Martin hat es nochmal gegoogelt, am kleinen Grasbrook in der Nähe vom Hafenmuseum. Ich finde, Plattdeutsch hat echt ein paar richtig schöne Begriffe und sowas wie Pfofftein finde ich echt Weltklasse. Lass mal einen kleinen Pfofftein machen. Also alle, die jetzt auf Twitch sind, zu Twitch kann ich leider noch nicht in 4K senden. Wenn ihr das einfach mal angucken wollt, müsstet ihr mal ausnahmsweise zu YouTube rüber wechseln. Da kommen sie, die Potomac Express, die wird an uns vorbeibrettern. Die geht, glaube ich, zum CTA und dahinter die Evergoods. Und heute ist neue Fährenstream. Ich sehe, die Finkenwerder kommt da gleich hinterm Dalben hervor. Volker schickt 2 Euro Superchat, schreibt Hamburg Hafen Live experimental. Ja, manchmal muss man halt Dinge in der freien Wildbahn testen. Nur wenn ich es Teststream nenne, sind immer die Erwartungen so hoch. Teststreams werden durch Lütte Pfoffteiner ersetzt. Ja, One hat eine Fähre im Hafen als Reederei, Containerreederei. Das hier ist Costco Shipping. Hapag-Lloyd hat auch eine. Ich glaube, das sind sie, oder? Haben wir noch eine Reederei, die eine eigene Fähre hat? Na, ist das die 66? Die steuert irgendwie so gar nicht auf uns zu. Es kann sein, dass die an uns vorbeifährt. Die 66 ist ja die Linie, die seit, wie lange ist die jetzt im Einsatz? Ende letzten Jahres irgendwann. Das ist quasi die Expressroute von den Landungsbrücken zu oder nach Finkenwerder. In erster Linie für Pendler eingerichtet.
damit nicht jeder einzelne Stopp mitgenommen wird. Und die 62 kommt, glaube ich, dahinter. Das müsste die Hafen City sein, die wir eben gesehen haben. Die wird dann hier anlegen. Mit dem Panda, die Finkenwerder. Ja, hinter uns kommt die Hafen City. Die lasse ich mal anlegen und die Leute ein- und aussteigen. Und dann geht's auf die Potomac Express. So, Hafen City hat alles erledigt, Geschäft erledigt. Aber da kommt auch schon die nächste Fähre, die uns gleich auf jeden Fall das Bild versperren will. Da haben wir sie, die beiden Schönheiten. Potomac Express und die Ever Goods dahinter. Ja, super Timing von der Fähre. Kommt jetzt von hinten rechts und möchte sich hier wunderbar vor die Kamera legen. Potomac Express, vorne noch kein Schlepper, die geht in Kölbrand zum CTA. Und zack, macht sie dicht.
Nee, die Containerschiffe fahren natürlich nicht nebeneinander, aber die Ever Goods ist natürlich nochmal eine Nummer größer. So, erstmal wegdrehen hier, damit die Leute aussteigen können. Die Ever Goods ist halt nochmal ein bisschen größer, die fährt weiter hinten und das kann dann schon mal so aussehen, als ob die teilweise wirklich ja, nebeneinander fahren. So. Alles ein- und ausgestiegen. Nein, Phil, diesmal gibt es keine Schlepperkamera, weil unser Schlepperkapitän, den ich kenne, der immer die Kamera macht, der ist jetzt in seinem Freiturn. Und außerdem ist das, glaube ich, auch kein Fairplay-Job hier, die Potomac und die Ever Goods. Und dazu kommt, dass ich hier gerade am Testen bin, wie gesagt, mit 4K. Und da funktioniert das mit der Schleppercam noch nicht. Hier haben wir noch Heinrich Hübbe mit Jan und Kiwi an Bord. Moin, ihr Lieben. Und im Hintergrund die Potomac Express. Hauke, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Jetzt ein Fischmarkt-Mitglied. Ja, Falling Dragon, so eine Fähre, die wäre in der Tat was. Die wäre in der Tat was. Ja, die Jungs sitzen schön im Warmen. Die sitzen schön im Warmen. Eine gute Schicht wünsche ich euch. Erhard verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Erhard. Ganz lieben Dank. Ja, da haben wir die Potomac Express. Man sieht auch den Wulfsbug sehr schön. Hat also demnach nicht besonders viel Ladung an Bord. Aber ich mag das ja für Detailaufnahmen. Habt ihr zufällig auf Social Media diese Tänzerin gesehen, die Ballerina, die ein Bild gemacht hat auf einem Wulfsbug? Ging, glaube ich, letzte Woche so ein bisschen durch Social Media. Ein sehr cooles Bild. Oh, so war das nicht gemeint. Momentan sind das alles nur so Testballons mit 4K. Funktioniert schon ganz gut, also Datendurchsatz ist auch ganz gut, aber mein Problem ist momentan noch, dass ich keine zweite Kamera habe und zum Beispiel das Einbinden von der Remote-Kamera, also die Schlepperkamera, das funktioniert leider auch noch nicht. Deshalb dauert es noch ein bisschen, bis 4K Standard wird. Wie nennt man das? Proof of Concept. Ja, Björn fragt, warum hat denn die Elbphilharmonie Aldi-Werbung drauf? Ja,
Ich glaube, wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre das auch anders. Aber Geld regiert die Werbewelt. Das ist so. Warum fährt die Bild-Zeitung hier durch die Gegend und nicht das Hamburger Abendblatt? Immer noch ein Traum von mir, irgendwann mal eine Hamburg Hafen Live Fähre. Ich schwenk mal rüber zur Evergutz. Ja, Martin schreibt, es gibt auch einen Kapitän, der auf dem Wulstbug fotografiert worden ist. Ich glaube, das ist sogar auf der Queen Mary 2 gewesen. Schön wuselig wieder hier auf der Elbe. Aber ich glaube, nach der Evergutz kommt dann auch nicht mehr so viel. Ich habe noch mal hier eine Fachfrage an alle Hamburger. Manchmal lese ich im Chat, dass einige Elbphilharmonie Elfi abkürzen und andere Elbphi, also wie Elb und dann Phi. Und andere sagen nur Elfi, also ohne ein B dazwischen. Ich bin ja eher Fraktion Elfi. Gibt es da einen Eintrag im Duden, wie man die Elbphilharmonie abkürzt? Ist es die Elfi oder die Elbphi? Blumikus ist auch Team Elfi ohne B. X-Booty meint das Elbphi. Ja, so kann man das auch machen. So kann man es auch machen. Und die schöne Aldi-Fähre kommt auch gleich zurück, damit wir bloß nicht zu viel sehen von der Evergutz.
Also die meisten sind eher bei der Elfi. Haben wir das auch geklärt? Ich meine, dass ich kein Sprachgenie bin, das wissen ja die meisten von euch. Aber doch ein ganz schönes Bild, oder? Die Fähre in Blau mit der grünen Evergoods dahinter. Ich meine, das Blau ist schön. Da kannst du nicht schmeckern. Nilsi ist im 2. Monat auf Twitch mit einem Prime-Sub dabei. Nilsi, ganz lieben Dank. Und 2 Euro Superchat vom Pirata Bernie. Für einen plattdütschen Heten Kaffee. Jo. Ich glaube, Ben, der kann so ein bisschen Plattdeutsch. Ach, solange die hier anlegt und uns den Blick versperrt, können wir ja noch mal der Potomac hinterher schauen. Die hat jetzt nämlich auch ihre beiden Schlepper und wird gleich abbiegen. Steuerbord ab in den Füllbrand. So, Fähre fertig. Und da kommt was Großes Grünes. Mr. AMG 87, ja, sehr, sehr gerne. Er schreibt so schön, dass ich ein wenig zuschauen kann, wenn ich schon gerade nicht in Hamburg sein kann. Sehr gerne. Wir machen es aber auch wirklich sehr gerne. Es macht richtig Spaß. Hi, Lukas sagt, ist oft dabei, aber als Lurker. Ja, ich glaube sogar, dass die meisten Zuschauer rein zahlenmäßig Lurker sind. Alle, die den Begriff nicht kennen, Lurker, auf Twitch ist das sehr populär. Das sind halt Zuschauer, die einfach zugucken, aber im Chat nicht aktiv sind. Muss man ja auch nicht. Oh, kommt Leute, ein bisschen Ankerdetail. Ach komm, da geht noch was, oder? Guck mal, bei den Bildern läuft gleich wieder meine Nase.
Stefan lässt auch einen Prime-Sub da. Stefan, willkommen an Bord. Ich kann mal gerade ausprobieren, ob das mit den Hörnern hier in diesem 4K-Set geht. Also zur Erklärung, wenn ich die Auflösung ändere, dann muss ich halt in meiner Software, in dem OBS, quasi ein ganz neues Profil laden. Und da muss ich dann, und zu diesem Profil gehören halt auch solche Dinge wie Hörner, Quiz und so weiter. Das muss ich dann alles entsprechend einrichten. Und jetzt habe ich das einfach nur kopiert. Wir probieren mal aus, ob das funktioniert. Gebt mal gleich Feedback. Typhon, einmal Ohr zu halten. Ich glaube, das hat nicht funktioniert mit dem Horn, oder? Doch. Ah, was ich natürlich auch habe, ich habe, was ich total immer unterschätze, wenn du in 4K sendest, dann setzt YouTube die Latenz nochmal extra hoch. Also dann haben wir eine Latenz von 20 bis 25 Sekunden. So lange muss ich warten, bis ich das hier dann sehe. Schwarzbart-Jürgen ist mit 200 Bits dabei und mit 5 verschenkten Mitgliedschaften bzw. Subs auf Twitch. Da heißen die ja Subs oder Abos, Subscribers. Ganz lieben Dank, Jürgen. Und der Mike, 2,49. Hansi hat Hörner gehört. Ja, danke. Ach schön, wenn wenigstens das funktioniert. Hier haben wir den Einschlepper an der sogenannten Springklüse. Also das ist die die Leinenklüse seitlich, wo dann auch die sogenannten Springlines festgemacht werden. Deshalb nennt sich das Springklüse. Und auch hier sieht man wieder nicht so viel Tiefgang. Gucken, ob wir gleich noch mal eine schöne Ruderbewegung sehen. Aber im Moment haben wir eigentlich nur geradeaus zu fahren. Ich glaube nicht, dass da jetzt eine größere Korrektur ansteht. Boah, wackelt das hier. Ganz Anleger wackelt. Wind und Welle. Ja, und immer wieder die Frage, was ist denn der Grund, warum da Wasser oben aus der Ankerklüse läuft? Das liegt ganz einfach daran, dass das Wassersystem für die Klüsenspülung, vorne für die Ankerklüsenspülung, bei den meisten Schiffen auch an das Löschwassersystem angeschlossen ist. Und das hat unter anderem den Grund, dass da dann nicht sich zu viel Druck aufbaut in dem Löschwassersystem, was halt dann vor allem hier in den Häfen bereit ist und teilweise halt auch zur Entlüftung. Ich glaube, wir haben da auch so einen Text. Ich weiß nur nicht, ob gerade einer von unseren Mods da ist, der den mal gerade abfeuern kann im Chat. Das ist so eine Uhrzeit, wo auch nicht so viele unserer Moderatoren dann Zeit haben. Nilsi schickt nochmal 2 € Superchat für das gute Vormittagsprogramm. Nilsi, Dankeschön. Anja Garlic mit 2 € Superchat aus Wasserburg. Liebe Grüße an euch alle. Auch an Danny natürlich. Und der Oberweser verschenkt eine Mitgliedschaft auf YouTube. Dankeschön.
Fuhlsbüttel ist auch am Start. Der liebe Sven mit 15 Euro per PayPal. Sven, moin mein Lieber und liebe Grüße an den Flughafen. Ich glaube, ein Beluga war angekündigt, aber mein Poprometer sagt mir, dass die Windrichtung so steht, dass er nicht über die Elbe landet. Der Wind ist so stark, dass ich ziemlich gut fühlen kann, aus welcher Richtung er kommt. Guck mal, da hinten schleicht sich noch ein Fairplay-Schlepper durchs Bild. Aber auch ganz cool, ne? Im Hintergrund der Elbstrand. Evergoods müsste ein Schwesterschiff von der Ever Given sein und die ganzen Schiffe, die mit G anfangen bei Evergreen, haben, glaube ich, eine Kapazität von rund 20.000 Toy, 20.000 Standardcontainern, 20 Fußcontainer. Wurden mittlerweile auch umlackiert. Die hatten früher so ein dunkles Grün. Ich habe das immer British Racing Green genannt und jetzt ist Evergreen insgesamt so ein bisschen heller. Hat eine Länge von 400 Metern. Bei den anderen Daten dürft ihr mir mal helfen. Breite würde ich dann mal schätzen auf 59, 60 Meter wahrscheinlich, 59 oder 60 Meter. Und ja, Baujahr müsst ihr mir mal aushelfen. Ich habe so kalte Finger, ich komme gerade nicht an den Wesselfinder, beziehungsweise ich vertraue darauf, dass ihr gleich noch mal ein paar Daten raushaut. Martin Koss ist seit 10 Monaten dabei. Martin, Dankeschön. Und er schreibt, egal wie du deine Streams auch nennen magst, Paddy, sie sind immer gut. Ach, das freut mich. Danke, danke, danke. Also die Benennung der Streams ist in der Tat immer so eine Herausforderung. Ich finde das ja immer schön, wenn die irgendwie so ein paar, ja, irgendwie so einen schönen, wohlklingenden Namen haben. Also nicht immer nur Ankunft, Evergoods, ja, also dass man einfach immer nur den Schiffsnamen hat und Ankunft oder Abfahrt oder so. Aber ich arbeite daran. Ich habe das auch mal probiert, übrigens mit ChatGPT. Ihr könnt auch bei ChatGPT eingeben, generiere mir einen Beschreibungstext fürs Video oder einen Titel. Nein. Ja, kann man schmunzeln, kann man vielleicht ein bisschen als Hilfe nehmen, aber nein, was da rauskommt. Aber es ist lustig, wenn man da ein bisschen mit rumspielt. Baujahr 2018, Dankeschön. Und 59 Meter Breite hat sie. Ja, 59, 60 Meter hat ja ganz gut geschätzt. Auf 1 Meter kommt es bei der Schiffsgröße ja auch nicht drauf an. Wobei, 1 Meter mehr oder weniger sind ja gleich ein paar hundert Container. So, Achtung, ich muss einmal Nase putzen. Ja, der Gecko hat entdeckt, dass der Stream in 4K ist. Dachte ich mir auch, wie verpacke ich denn das 4K? Ist aber nur ein Streamtitel bei YouTube. Also Twitch leider noch kein 4K und auch auf YouTube bisher nur experimentell. Also für mich. Aber ich denke, im Laufe des Jahres wird das irgendwann mal kommen. Gecko, vielen Dank auch für 11 Monate. Boca Chicas fragt, ob die Panama nicht erst vor 2 Wochen da war. Ja, das ist ja nicht die Panama hier. Das ist ja die Evergoods und fährt unter Flagge von Panama, beziehungsweise hat Heimathafen Panama.
Also das Schiff heißt nicht Panama. Also gibt ganz viele, die natürlich unter Panama-Flagge fahren. Ach, guck mal, Fairplay ist mit an dem Job beteiligt da links. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte eben, die fahren einfach nur weiter. Mensch, dann ist das hier ein sogenannter Cross-Charter. Sieht man nicht so häufig. Also meistens haben halt die großen Reedereien feste Verträge mit den Schlepperunternehmen. Daher sieht man dann meistens, dass zum Beispiel Evergreen alles Boluda-Schlepper sind. Maersk ist zum Beispiel alles Fairplay. HMM ist auch Fairplay. One ist dann wieder Boluda. Aber dann kommt es natürlich mal vor, dass ja, nicht genug Schlepper da sind. Und dann wird ein sogenannter, also ich meine, man nennt es Cross-Charter, würde auch Sinn machen vom Begriff her. Dann wird einfach mal bei den Kollegen angerufen und gefragt, ob sie etwas aushelfen können. Und ich denke mal ganz einfach, dass sie gesagt haben, bei dem Wind heute, da holen wir uns mal einen 4. Schlepper dazu. Diese Schiffe, die haben ja doch eine Wahnsinnsangriffsfläche, wenn ihr euch einfach anguckt. An der Seite diese Segelfläche und der Wind, der hier gerade bläst. Also das geht schon ordentlich. Also wenn man da nicht aufpasst, dann steht so ein Schiff ganz schnell quer. Tommy ist seit 16 Monaten dabei und schreibt, danke für den tollen Stream am Geburtstag. Tommy, hast du Geburtstag heute? Dann würde ich doch mal sagen, hauen wir mal ein Happy Birthday raus, gucken mal, ob das Happy Birthday Horn geht. Und allen, die heute Geburtstag haben, einen herzlichen Glückwunsch. Außerdem ist Mr. C. Blackie jetzt auch mit dabei auf der Speicherstadt. Herzlichen Dank und willkommen an Bord. Und der Sachsen-Uwe mit 5,99. Er schickt einen Moin an Tanja, Schwester Hansen, an mich und die ganze Fangemeinde von Hamburg Hafen Live, von der Berlin-Göre in Sachsen und ihm, dem Sachsen-Uwe. Schön, dass ihr dabei seid und danke für eure Unterstützung. Auch ein Dankeschön an Kirsten und Thomas, die schicken nämlich 10 € per PayPal. Dankeschön. Und Andi, der Sattelschlepper, schickt nochmal 5 Schweizer Franken raus und das hat sich jetzt leider ein bisschen überschnitten. Er schreibt, ein Geburtstagshorn wird benötigt. Ich hoffe, das Geburtstagshorn kam an. So, da geht's zur Sache. Oh, Min Fru ist auch zurück. Sehr gut. Min Fru ist wieder da. Und jetzt kommt auch noch mal der Text mit der Klüsenspülung. Boca Chicas fragt, ja, wie das denn auf hoher See ist. Warum kann so ein Schiff quer stehen, wenn auf hoher See auch so windig ist? Ja, auf hoher See haben die natürlich mehr Fahrt. Und je mehr Fahrt die haben, umso besser können die manövrieren. Kritisch wird es halt erst, wenn die Schiffe zu langsam werden. Und das ist halt jetzt hier im Hafen zum Beispiel der Fall. Jetzt kann das Schiff halt gar nicht mehr aus eigener Kraft manövrieren, ist halt jetzt komplett auf die Schlepper angewiesen. Und die brauchen halt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit sie ja, die Richtung, ich sag mal, anständig beeinflussen können. Darum sieht man auch selten, dass die Schiffe hier auf der Elbe unter 6 bis 8 Knoten fahren. Also auch so dieser Versetzvorgang, wenn die Lotsen an Bord kommen zum Beispiel, das wird auch immer, da gehen die zwar ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, aber nie ganz runter.
damit das Schiff halt immer noch schön manövriert werden kann. Ja, und es geht wieder rucki zucki hier mit dem Drehen. Oft wird immer gefragt, wo ist denn die Polizei? Hier ist sie. Die sperren natürlich die Elbe ab, dass in dem Moment hier keiner durchfährt. Ja, Henry Norbert schreibt, bloß nicht andocken und den frischen Lack beschädigen. Ja, so schlecht sieht sie gar nicht aus, oder? Hat natürlich so im unteren Bereich schon so ein paar Abriebstellen, aber im Großen und Ganzen sieht die eigentlich recht fresh aus. Raider Thompson sagt, na hoffentlich röntgen die jeden Container. Das geht leider nicht. Also ich habe mal gelesen, dass der Zoll nur etwa ja, so um die 5% der Container kontrollieren kann. Und da wird natürlich dann viel mit Hinweisen und Tipps gearbeitet, dass man halt schon guckt, welche Container sind verdächtig, wo kommen die her, sodass man sich da schon genau rauspickt, welche man kontrolliert. Aber alle zu kontrollieren ist leider absolut nicht möglich. Und das wissen natürlich auch die ganzen bösen Drogenjungs. Und die Seehäfen sind immer noch die größten Einfallstore für Drogen. €5 Superchat nochmal vom Pirata Bernie. Paddy köpft die Moll in Örnigen Grog. Ja, schön. Oh, schön Grog, das wäre jetzt was. Ach, dann könnt ihr auch mal testen, ob hier diese Einblendung mit WhatsApp funktioniert. Jo, das geht auch. Weil irgendjemand hat gerade was mit WhatsApp geschrieben, konnte ich aber nie lesen. Was stand da? Jo, WhatsApp Bro Brada. Der Nick. Was heißt denn das? Zum Freitag haut der Sven nochmal 20 € raus. Sven, ganz, ganz lieben Dank für deine erneute Unterstützung. Was liegt am Wochenende noch an? Morgen Abend, traditionell Samstagabend AIDA Nova Stream. Dann ist der Fabian dabei und dann wollen wir mal erzählen, was ich mir als meine allererste Kreuzfahrt ausgesucht habe. Ich gehe ja mit dem Fabian auf Kreuzfahrt und morgen wollen wir das mal erzählen, wo es hingeht. Wie, was, wann, wieso. Ja, wieso? Die Frage wieso werde ich wahrscheinlich gar nicht beantworten können. Ob es morgen Vormittag im Laufe des Tages dann noch einen Stream gibt, das kann ich noch nicht sagen. Und Sonntagvormittag
könnte es sein, wenn das Wetter mitspielt und alles passt, dass wir am Sonntagvormittag dann endlich die große Kontorhausnummer machen mit Ben. Geschichte, Hintergrund, Architektur der Kontorhäuser hier in Hamburg. Benjamin fragt, warum fehlen da schon so viele Container? Naja, fehlen ist relativ. Man muss sich das immer vorstellen mit diesen Containerschiffen wie so ein Bus. Die fahren halt im Liniendienst und in jedem Hafen kommen halt Container dazu und es kommen halt welche runter. Und deshalb sieht man so ein Schiff eigentlich selten komplett voll. Jetzt kommt dazu, dass Hamburg Endstation ist. Die großen Schiffe aus Asien, wie hier die von Evergreen, die waren meistens schon vorher in Häfen wie Antwerpen oder Rotterdam. Haben da schon eine ganze Menge an Containern gelöscht. Und Hamburg ist meistens der letzte Hafen. Ab hier drehen sie dann um und fahren wieder in die andere Richtung. Und so kommt das halt, dass sie nicht ganz voll sind hier in Hamburg. Dazu kommen natürlich so technische Dinge. Die Schiffe können halt nur bis zu einem gewissen Tiefgang Hamburg anlaufen. Die Elbe hat halt nur eine gewisse Tiefe und wenn diese großen Containerschiffe, diese 400 Meter Dinger, wirklich randvoll beladen sind, dann haben die zu viel Tiefgang und können Hamburg nicht mehr anlaufen. Und insofern ja, passt das eigentlich ganz gut, dass Hamburg dann meistens auch die Endstation ist. Anni, so ein Begriff wie Gammelfleischdampfer für ein Kreuzfahrtschiff finde ich nicht gut. Bitte mal sowas überdenken in Zukunft, wenn du das einfach als Bezeichnung für ein Kreuzfahrtschiff hier genommen hast. Sachsen-Uwe lässt nochmal 11,99 da. Und er schreibt immer gerne, Schwester Hansen und Paddy, noch 112 Tage bis zum Hamburg-Urlaub. Wir freuen uns schon sehr, zumal wir dann zum ersten Mal als Ehepaar nach Hamburg kommen. Ach Uwe, Mensch, sehr, sehr schön, das freut mich. 112 Tage, wann ist denn das? 112 könnte Mai sein, oder? Ich glaube, das könnte so Mai sein. So, und da verschwindet sie schon, die Evergoods. Letztens war ich ja am Elbstrand. Elbstrand natürlich auch sehr schön zum Schiffe gucken, gerade wenn die hier dann einparken. Da kann man das Manöver noch ein bisschen schöner beobachten. Anni, alles gut. Sowas rutscht einem mal raus, ist meistens auch nicht böse gemeint, aber ich finde, man muss allen Leuten gegenüber respektvoll sein. Und auch wenn nicht jeder Kreuzfahrten mag, sollte man deshalb ja, da nicht irgendwie abfällig drüber sich äußern. Aber ich weiß, dass du das mit Sicherheit nicht böse gemeint hast. Ja, das war's auch schon hier mit der Evergoods. Schleppi auch gleich hinterher. Es ist sehr frisch. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, ist ein kleiner Pfoffteiner, der Stream hier. Pfofftein für die kurze Pause, 15 Minuten Pause. Ich hatte auch bei YouTube unter das Video nochmal einen Link gepackt, wo es noch ein schönes Foto gab bei der Stiftung Hamburg Maritim oder beim Hafenmuseum, wo Scheuerleute eine schöne Pfofftein machen. Für mich war es wieder ein bisschen ausprobieren. Heute mal ein neues Modem ausprobiert.
hier für die Übertragung und außerdem mal wieder der Test in 4K. Das lief, glaube ich, ganz okay. Ein paar kleine Aussetzer hatten wir, aber nicht weiter der Rede wert. Ja, und wie es dann morgen weitergeht, hatte ich ja gesagt, auf jeden Fall abends Aida Nova. Betet mal, dass der Nebel nicht wieder zurückkommt. Irgendwie hat der Nebel ja immer samstags besonders Bock auf Hamburg. Das soll auf jeden Fall nicht sein. Und Sonntag dann eventuell mit Ben, das müssen wir aber noch abklären. Bigger lässt noch ein Prime-Sub da. Bigger, herzlich willkommen an Bord. Danke dir. Und der Sachsen-Uwe schreibt für 2,49 Superchat. 31.05. bis 5.06. Ne, da war ich ja mit meinem Mai gerade noch so reingerutscht. Ja, Bigger, danke für das Lob, für das Kamerasetup. Liegt halt auch ein bisschen daran, weil ich da echt Bock drauf habe. Also viele, die schon länger dabei sind, die wissen, dass ich halt auch ein totaler Technik-Nerd bin und einfach auch Spaß daran habe, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Oft geht auch was in die Hose, oftmals lernt man dann auch einfach nur was, sammelt eine Erfahrung, aber hin und wieder wirkt es sich dann auch mal positiv aus und die Qualität wird dann vielleicht noch mal so ein kleines bisschen besser. Und jetzt habe ich mir hier, was heute das erste Mal zum Einsatz ist, so einen Kommunikationskoffer gebaut. Ich kann euch den jetzt leider nicht zeigen, weil ich keine zweite Kamera da habe. Aber es ist jetzt so ein Koffer, so ein Outdoor-Koffer. Da sind alle Router und Modems drin. Und das Coole ist, da sind Powerbanks drin, da ist alles drin. Und ich brauche jetzt nur noch ein Kabel anschließen, ein HDMI-Kabel anschließen, Power drauf, einschalten und los geht's. Also ich habe eben beim Aufbauen, war ich etwas erschrocken, dass dieses Setup hier, ja, also wirklich, es ist genau zwei Kabel muss ich anschließen. Einmal Strom für die Kamera und HDMI für die Kamera und das war's. Das hat mir etwas Angst gemacht. Viel zu wenig Kabel, wo ich doch so einen ausgewachsenen Kabelfetisch habe. Nicole ist auch seit 12 Monaten da. Nicole, Dankeschön. Und Pirata Bernie sagt, danke Pirata, hat keine großen Probleme gesehen. Herzlichen Dank. Hey, Malte ist da und grüßt von der Emotion. Malte, bist du live? Würde ich mal fragen. Hat Malte einen Livestream laufen? Sonst könnten wir das ja noch mal als Empfehlung gleich raushauen. Sven, nochmal 15 € per PayPal für ein warmes Getränk. Herzlichen Dank. Ach, jetzt sagt Malte, dann passt es ja heute fast wieder, wenn ich nachher den Livestream starte. Also jetzt wahrscheinlich noch nicht live. Ja, nachher ist er live. Also schaut mal beim Malte vorbei. Malte, Kanalsteuerer im Nordostsee-Kanal. Und Tanja hat mal gerade den Link reingepostet. Ganz, ganz lieber Kerl, der Malte. Und vielleicht könnt ihr ja ein bisschen Liebe dalassen und nachher mal reinschauen. Sind auch immer einige Leute von Hamburg Hafen Live, die da einen Blick mit reinwerfen. Hier passiert jetzt nicht mehr so viel. Er sagt in circa 1,5 Stunden. Hier passiert jetzt nicht mehr so viel, außer dass es immer kälter wird. Deshalb sage ich mal ganz, ganz dickes Dankeschön. Hat Malte denn seinen Stream schon online? Ich kann ja mal probieren, ob ich euch da gleich irgendwie hinleiten kann. Vielleicht kann ich ja mal sowas Abgefahrenes probieren. In den Videos von anderen. Freitagstour mit der Emotion. Okay. Dann probiere ich euch mal da gleich auf YouTube rüber zu schicken. Auf Twitch ist der Malte nicht. Mal
gucken, ob das funktioniert, wenn wir gleich den Stream beenden. Dann können wir Malte mal ein bisschen überfallen. Vielleicht kriegen wir den ja mal bald ein bisschen hoch mit seinen Followern auf YouTube. Also ihr Lieben, ganz lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch ordentlich mit gechattet habt, dass ihr im Chat wieder mit Infos nachgeholfen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für eure Unterstützung in Form von Superchats und auch in Form von Mitgliedschaften, verschenkte und abgeschlossene, aber natürlich auch ein dickes Dankeschön rüber an unsere Twitch-Gemeinde, die auch wieder kräftig mitgemacht haben. Nicht nur im Chat, sondern auch den ein oder anderen Sub dagelassen haben und auch einige Bits. Herzlichen Dank auch nochmal an unsere Moderatoren. Waren doch einige da, trotz der Uhrzeit. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und dann sage ich mal, hoch die Hände, Wochenende.